Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Man fühlt sich sehr schwach und kann auch andauernde Muskelschmerzen haben. Dazu kann die Krankheit namens ME/CFS führen. Sie ist aber kaum erforscht. Ein Arzt übt jetzt Kritik an der Versorgung. Einer seiner Patienten hat nach einer Covid-Infektion die Krankheit bekommen, in seiner schlimmsten Ausprägung. Gestern ist der Patient auf eigenen Wunsch hin gestorben. Ulrike Dobesch berichtet. Die Zahl der Betroffenen in Österreich liegt bei 80.000 bis 100.000. Patienten erholen sich etwa nach einer Covid-Infektion nicht mehr, manche so sehr, dass sie gar keine Energie mehr haben. So wie im Fall von Samuel, nicht mehr leben wollen. ME/CFS, kurz für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, nimmt einem die körperliche Kraft. Kaum belaste ich mich körperlich, kommt es zu einem massiven Niedergang meiner Energie. Ich kann mich kaum mehr auf den Beinen oder geschweige denn aufrecht halten. Ich muss mich hinlegen und das oft Stunden oder Tage. Das heißt, ich habe zu wenig Energie, meinen Alltag zu bestreiten. Ich kann auch geringste Tätigkeiten oft nicht mehr tun, ohne dass ich nicht in eine massive Erschöpfung komme. Dazu kommt, dass die Erkrankung vielen nicht bekannt sei. Damit gehe auch einher, dass die Patientinnen und Patienten kaum finanzielle Hilfe oder adäquate Unterstützung bekommen. Es gibt zu wenig Anlaufstellen, es gibt auch keine ambulanten Dienste, es gibt keine Kliniken, wo ich Versorgung, Support, Unterstützung bekomme. Das ist alles erst im Aufbau begriffen, geht viel zu langsam. Wien etwa hat vor, bis zum ersten Quartal 2027 eine Anlaufstelle einzurichten. Im Wiener Gesundheitsfonds der Stadt arbeitet man gerade an der Planung eines Ambulatoriums für postakute Infektionssyndrome. 5.000 Patientinnen und Patienten sollen dort pro Jahr behandelt werden können, hieß es im November. Nicht nur Ärzte und Therapeuten würden Schulungen brauchen, auch die Zuerkennung von finanzieller Unterstützung sei wichtig. Pflegegeld, Behinderungsgrade zuzuerkennen, dass sie schwerst betroffen sind. Auch hier gibt es große Probleme, hier diese Anerkennung dieser Erkrankung, die vielen nicht bekannt ist. Gutachter der Versicherungen kennen die Krankheit nicht, sollen sie aber beurteilen und begutachten. Das kritisiert auch die Wiener Pflege- und Patientinnenanwaltschaft. Dort heißt es, dass wiederkehrende Beschwerden zeigen würden, dass noch immer viele Sachverständige der Pensionsversicherung, aber auch im Gerichtsverfahren zur Überprüfung negativer PVA-Bescheide die notwendige Empathie vermissen lassen und die Untersuchung der Patientinnen im Wege von Hausbesuchen verweigern würden. Auch im Fall von Samuel, den der Standard beschreibt, hat vielfach Unterstützung gefehlt. Mehr Unterstützung der Familie, der Mutter, die sich letztlich Tag und Nacht um den Buben gekümmert hat, um hier auch das Coping, den Umgang mit der Erkrankung vielleicht doch etwas noch zu unterstützen. Wir können es derzeit nicht heilen, wir haben keine Medikamente, die die Erkrankung heilen. Aber ich höre immer ein bisschen den Satz, wenn man nicht mehr leben will, so möchte ich nicht mehr leben. Und dieses so, um das geht es. Samuel ist 21 Jahre alt geworden.